Die Börse feiert schlechte Daten. Wie lang kann das wohl gut gehen? Und diese heiße Wette geht eine Wall Street-Legende ein. Servus und herzlich willkommen zum Mission Pfingst Monday. Wir starten natürlich immer zusammen durch in die neue Börsenwoche und im Moment feiern alle schlechte Nachrichten aus der Konjunktur, denn die sind richtig auskömmlich für Aktien. Klingt komisch immer wieder. Ist aber so, hat jetzt auch schon wieder was von Peter Lustig oder Christian Dramis. Normalerweise hätte ich sagen müssen, ich bin der Peter und das ist gut so. Jedenfalls kommt hier der Fahrplan für Börsenwoche Nummer 21. Und wir fangen an mit dem Bigger Picture, denn Bad News are Good News ist im Moment das Partymotto der Stunde oder der letzten Tage, denn vor allem in den USA kamen allerlei Konjunkturdaten rein und die waren durch die Bank weg schlechter eigentlich als oder schwächer als erwartet und damit kommt natürlich so wieder die Hoffnung in Gang, dass die US-Wirtschaft sich so langsam aber sicher etwas mehr abkühlt, dadurch der Druck ein wenig von der Inflation genommen wird, die ja nach wie vor sehr klebrig daherkommt und damit ist auch eine Zinswende im Herbst wieder deutlich wahrscheinlicher geworden und das muss man jetzt im Moment erstmal richtig abfeiern. Passend dazu ist eigentlich so der Chart der vergangenen Woche, der City Economic Surprise Index, der misst bekanntlich ja die Konjunkturdaten, ob sie über oder unter den Erwartungen der Volkswirte daherkamen. Und in den USA ist der in den vergangenen Wochen schon ziemlich stark gesunken und letzte Woche dann tatsächlich auch ins Negative weggekippt. Heißt, die Konjunkturdaten kamen doch in einer gewissen Fülle unter den Erwartungen daher. Und das steht natürlich schon im Kontrast zum Rest der Welt, denn in Europa und auch den Schwellenländern ist der Economic Surprise Index zuletzt wieder deutlich gestiegen, aber in den USA kam natürlich jetzt auch gut Bewegung rein. Inflationsdaten in der vergangenen Woche, das war natürlich mit viel Spannung erwartet worden und viel heiß diskutiert worden. Die waren auf Monatsebene etwas schwächer als befürchtet, nachdem am Tag davor die Produzentenpreise ja eigentlich noch heißer ausfielen, sorgte das für große Entspannung. Gleichzeitig sind die Einzelhandelsumsätze stagniert und Arbeitsmarktdaten waren ja ohnehin zuletzt wieder etwas schwächer und natürlich auch das Konsumentenvertrauen, das für die USA natürlich sehr wichtig ist, da der Konsum fast 2/3 der gesamten Wirtschaftskraft ausmacht, sowohl gemessen als an den Erhebungen der Uni Michigan als auch des Conference Boards ist das Verbrauchervertrauen zuletzt ziemlich deutlich gesunken und zwar auf ein 2-Jahrestief, wie wir hier sehen, zumindest hier vom Conference Board. Warum so viele schlechte Nachrichten so hart abgefeiert werden an der Börse, liegt natürlich ein bisschen auf der Hand, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich eine Zinswende gibt in diesem Jahr, ist wieder deutlich gestiegen. Zwischendurch sah das mal gar nicht so gut aus. Das Lager derer, die erwartet haben, dass es mindestens mal gar keine Zinssenkung in diesem Jahr geben wird in den USA oder vielleicht sogar noch einen weiteren Zinsschritt nach oben geben muss, wurden ja doch auch immer lauter und immer mehr. Das hat sich jetzt alles mal wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Die Wahrscheinlichkeit, dass im September die Zinsen erstmalig wieder gesenkt werden in den USA, ist deutlich gestiegen. Es sind übrigens auch die ersten Inflationsdaten seit Anfang Januar, nach denen sich die Zinserwartungen am Markt wieder nach unten verändert haben. Das haben wir jetzt 3 Monate lang, nämlich 4 Monate lang nicht gesehen. Und zwar fast ein ganzer Zinsschritt nach unten wurde seit Ende April vom Markt inzwischen wieder eingepreist für dieses Jahr, laut den Berechnungen der Bank of America. Ende April war die Markterwartung für dieses Jahr noch ein Rückgang der Zinsen um 29 Basispunkte, sprich so etwas mehr als ein Zinsschritt. Jetzt sind wir wieder bei 49 Basispunkten. Und damit sind wir beim Sentiment in dieser Woche und wie gesagt, die schlechten Konjunkturdaten haben die Euphorie ganz schön angefacht an den Aktienmärkten. Bestes Beispiel Fear and Greed Index, der ist schon wieder im Gier-Modus zurück. Vor 2 Wochen war er noch im Angstmodus, nachdem der sehr ruckartig gefallen war. Wir hatten ja darüber gesprochen. Vor 2 Wochen war das, als auch Dr. Jens Erhardt anmerkte, dass er selten erlebt hat, dass Stimmungsindikatoren so ruckartig von Überoptimismus auf überängstlich gehen. Und jetzt erleben wir die gleiche Volatilität auch nochmal in die andere Richtung. Von der sehr zurückhaltenden, bis ängstlichen Positionierung geht es jetzt wieder in die Übereuphorie. Und zwar so flott, dass man sich natürlich schon mal wieder fragen muss, wie lang kann das wohl gut gehen? Recht anschaulich zeigt sich das übrigens an der aktuellen monatlichen Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern, die zusammen $600 Milliarden verwalten.
und ja auch bekanntlich immer viel Beachtung findet, weil man immer einen recht schönen Konsens sieht, wie die Profis sich im Moment so positionieren. Und am eindrucksvollsten in dieser Umfrage, in der neuen, die letzte Woche rauskam, illustrierten den großen Optimismus in steigende Aktienkurse unter den Profi-Geldverwaltern die Cashquote. Wir sehen sie hier gerade, in der aktuellen Umfrage ist die nämlich runter auf 4% der Assets under Management gesunken. Derart wenig Cash für Zurückkäufe haben die Profis nur ziemlich selten zurückgehalten in den letzten 25 Jahren. Und wenn man natürlich hier so ein bisschen drauf schaut, wann die Werte so oder die Cash-Reserven so dermaßen tief waren, dann muss man sagen, es hat eigentlich fast immer dann recht kräftig gescheppert. Und passend zur geringen Cashquote ist natürlich das Übergewicht in Aktien, das allerdings noch nicht wieder im Bereich der ganz hohen Spitzen ist, wie wir hier gerade sehen. Es ist ziemlich ordentlich gestiegen, aber wie gesagt noch nicht so an den Extremen angekommen. Das liegt natürlich auch an einer etwas breiteren Asset Allocation, die man im Moment auch fahren kann, denn es gibt ja schließlich auch wieder Zinsen. Und da kann man natürlich sich auch mal ein paar Anleihen ins Portfolio packen. Und in seiner Gesamtheit ergibt sich natürlich ein sehr bullisches Bild, wenn man hier mal den Sentiment Index der Bank of America zu Rate zieht, der sich eben aus den einzelnen Umfrageteilen zusammensetzt, wie eben erwartetes Wirtschaftswachstum oder Wirtschaftsdynamik, den Cash-Reserven und den Aktienquoten. Die Fondsmanager sind jetzt wieder so bullish wie zuletzt im November 2021 und der Index nähert sich so langsam aber sicher den historischen Spitzen oben an. Ja, und warum alle so euphorisch sind, liefert die Umfrage natürlich auch gleich mit, denn das größte Risiko ist für die Fondsmanager nach wie vor eine höhere Inflation und wenn natürlich da der Druck rausgeht, dann löst sich auch diese Angst ein bisschen auf. Interessant eigentlich auch, dass KI eine Bubble ist, die ja dann irgendwann mal vielleicht auch platzen könnte. Das ist im Moment für kaum jemand ein ernstzunehmendes Risiko. Wir sehen gerade mal 4% der befragten Fondsmanager sehen einen übertriebenen KI-Hype. Tja, und daher ist, man mag es kaum glauben, der most crowded Trade im Moment völlig überraschend nach wie vor Long Magnificent 7. Der Anteil sinkt zwar jetzt auf nur noch 51% der Befragten, aber ist natürlich immer noch ziemlich hoch und weit vor allen anderen möglichen Most Crowded Trade Möglichkeiten. Auf Platz 2 dahinter immerhin, ganz interessant und ganz neu im Spiel ist jetzt Long Dollar, also die Confidence, das Vertrauen, dass der Dollar entsprechend stark bleibt. Wohl natürlich auch, weil USA vermutlich später als andere größere Währungsräume die Zinsen senken werden, ist also nach wie vor relativ groß. Und dann quasi nochmal abschließend, schauen wir mal so ein bisschen in die Sektoren und die Assets rein. Wo ist bei den Fondsmanagern laut der Bank of America Umfrage im Moment so das größte Übergewicht bzw. Untergewichtung? Natürlich Aktien massiv übergewichtet im Moment, das hatten wir vorhin schon. Ganz oben, Sektor Nummer 1, by the way, ist Healthcare. Vor Tech noch und dann natürlich auch Dauerbrenner in diesem Jahr Japan, dann auch die Eurozone und absolutes Untergewicht im Moment, das finde ich jetzt relativ überraschend bei den Versorgern, die ja eigentlich zuletzt auch wieder ganz gut angezogen haben und auch selbst der Energiesektor ist relativ weit unten im Übergewicht sozusagen fällt. Und bei der ganzen Euphorie müssen wir natürlich auch mal das eine oder andere Wort zum Thema Bewertung verlieren und schauen mal eben auf den S&P 500, auch gerade wenn wir mal so alternative Assets wie beispielsweise die Zinsen mit einbeziehen. Also schauen wir mal auf die Risikoprämie für Aktien bezogen auf den S&P 500 und da muss man sagen, US-Aktien sind schweineteuer, denn die Risikoprämie ist so gering wie seit 22 Jahren nicht mehr. Irgendwann lohnt sich dann also das Risiko natürlich für den einen oder anderen Investor von Aktien nicht mehr im Vergleich zu beispielsweise kurzlaufenden, mutmaßlich sicheren Staatsanleihen. Auch das sollte man mal auf dem Schirm haben. Und entsprechend wenig Luft geben tatsächlich viele Experten den US-Aktien. Wir sehen hier mal den Klassiker eingeblendet, Goldman Sachs etwa, eigentlich ja eines der ziemlich optimistischen Häuser an der Wall Street die letzten 2 Jahre und man muss ja auch dazu sagen, damit sind sie ziemlich gut gefahren, haben in der vergangenen Woche nochmal ihr Kursziel für den S&P 500 bekräftigt und das liegt, Trommelwirbel, bei mageren 5.200 Punkten, also knapp unterhalb des aktuellen Niveaus. Also für Goldman Sachs
scheint da dieses Jahr nicht mehr viel mehr drin zu sein, aber auch das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein. Das kann sich auch jederzeit nochmal ändern, sollte der Markt irgendwie doch noch weiter nach oben weglaufen. Und damit kommen wir zum Insight in dieser Woche, wo wir mal anschauen wollen, was so die großen Wall Street-Legenden kaufen. Es ist ja eigentlich ein häufig gern hergenommener Klassiker. Einmal im Quartal müssen in den USA Investoren mit mehr als 100 Millionen einmal veröffentlichen, was sie denn da so im Portfolio haben. Man sollte dem nicht zu viel Gewicht beimessen, das wissen wir alle, denn die Zeitverzögerung, bis wann die das liefern müssen, ist ziemlich groß, wie wir sehen, weil die trudelten ja erst in der vergangenen Woche rein. Und außerdem kann es dann auch immer gut sein, dass gerade bei jetzt Hedgefonds die Positionen längst wieder zu sind. Aber, und deswegen habe ich jetzt mal zwei Sachen rausgepickt, denn es gibt tatsächlich zwei Wall Street-Legenden, bei denen sich zwei richtig große Moves vonstatten gingen, so muss man sagen, grammatikalisch nicht ganz vollständig der Satz. Und deswegen ist es nämlich ziemlich interessant, denn es gab eben bei den ganz großen Positionen einen richtig kräftigen Wechsel und das wollen wir uns mal gleich genauer anschauen. Den Anfang macht Stan Druckenmiller, auch natürlich eine Wall Street-Legende, hat anno dazu mal mit George Soros und dessen Hedgefonds zusammen das britische Pfund in die Knie gezwungen, Milliarden dabei verdient. Der macht mittlerweile nur noch einen auf Family Office und verwaltet die eigene Kohle, das aber immer recht erfolgreich und der hat zwei richtig große Moves gemacht. Der eine ist vielleicht gar nicht so überspektakulär, da kann man jetzt mehr draus machen, als es wahrscheinlich ist, denn er hat 70% seiner Nvidia-Aktien abgestoßen. Da kann man sagen, auch ein Stan Druckenmiller muss auch mal ein Brot kaufen oder so. Sprich, er hat einfach auch mal recht massiv Gewinne mitgenommen und eingestrichen, nachdem er die Position recht lang wohl hatte. Nvidia ist nach wie vor bei ihm im Portfolio, ist halt jetzt in Anführungszeichen nur noch die siebtgrößte Position. Aber jetzt kommen wir zu dem ganz großen Move, der tatsächlich recht interessant ist und so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kommt. Denn Stan Druckenmiller geht all in Small Caps, könnte man sagen. Wir sehen es hier ganz oben in der ersten Position dieser Tabelle. Er hat nämlich auf den Russell 2000, den Small Cap Index in den USA, Calls gekauft und zwar nicht gerade wenig. Das macht nämlich zum Quartalsende die jetzt mit Abstand größte Position im Portfolio aus, insgesamt mit einem Volumen von mehr als 600 Millionen Dollar. Also Druckenmiller setzt nun offenbar darauf, dass der Aufschwung am Markt jetzt deutlich breiter wird und dann irgendwann eben auch die zweite Reihe mal so langsam aber sicher ins Laufen kommt. Wir können ja mal uns den Russell 2000 hier schnell anschauen. Ich habe ihn mal jetzt seit Jahresanfang genommen, weil das jetzt ja mal relevant ist. Je nachdem, wann er gekauft hat in diesem ersten Quartal, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel bisher passiert. Aber vielleicht setzt er natürlich auch auf den Trumpf Bewertung, wenn denn jetzt mal die zweite Reihe irgendwann beäugt werden sollte, weil die erste Reihe einfach saumäßig viel zu teuer wird. Denn durch den Dip neulich wieder ist der Russell 2000 wieder unter den langfristigen Durchschnitt gefallen, was die Bewertung angeht. Wenn wir hier mal das KGV anschauen und da sehen wir hier deutlich unter den Average zurückgerutscht. Also Small Caps in den USA weiter spottbillig und Druckenmiller setzt wohl offensichtlich auf die große Erholung. Und natürlich darf bei so einer 13F-Filing-Berichterstattung the one and only Big Shot Michael Burry nicht fehlen. Bei dem ist es immer besonders gefährlich, weil der seine Position schneller wechselt wie andere Leute ihre Unterhose. Deswegen auch da immer mit Vorsicht zu betrachten. Aber er hat auch einen sehr, sehr großen Move gemacht, der durchaus nicht unüberraschend daherkommt. Schauen wir mal eben aufs Portfolio. Sind so ein paar kleinere Sachen. Zwei neue Positionen. BP ist jetzt mit drin, setzt also auch mal auf Energiewerte und die Signa Group. Aber eben auch hier ganz oben an erster Stelle, sprich neu im Depot und gleich die mit Abstand größte Position. In dem Fall nicht ganz so großer Unterschied wie bei Stan Druckenmiller damals. Aber er setzt auf, Trommelwirbel, physische Goldbarren, in dem Fall in Form eines kanadischen Trusts. Packen wir an der Stelle einfach mal den Goldchart mit dazu, je nachdem, wann er zugeschlagen hat. Wenn er es gut getimt hat und da irgendwann im Mitte Februar roundabout zugeschlagen hat, dann ist er mit Sicherheit jetzt schon 20% im Plus, je nachdem. Man kann natürlich jetzt trefflich darüber spekulieren,
warum er jetzt so eine Riesenposition in Gold eingegangen ist, nachdem die Rallye da ja auch schon einige Zeit so lief, ob er jetzt unter die Prepper gegangen ist und den Weltuntergang kommen sieht oder ob er einfach da nochmal eine größere Chance sieht, die er mit anderen Positionen nicht sieht. Naja, jedenfalls, wenn wir auf den Goldchart mal schauen, kann teilweise, je nachdem, wann er die Position angegangen ist, natürlich sich schon recht auskömmlich ausgezahlt haben. Wenn er schon im Mitte Februar drin war, sind das sicherlich 20%, die er da gut gemacht hat. Aber das bleibt natürlich sein Geheimnis, wann er da tatsächlich drin war. Und damit kommen wir noch zu den Terminen in dieser Woche und da wird mit Sicherheit ein Unternehmen ziemlich im Fokus sein und das wird die nächsten 2 Tage recht fleißig diskutiert werden, wie die letzten Quartale davor auch schon. Eine viel gehypte Aktie namens Nvidia wird ihre Zahlen bringen, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch im Kopf habe, am Mittwoch. Bis dahin wird es natürlich wie immer viel Diskussionen geben, ob sie denn die hohen Erwartungen erfüllen können oder eben nicht. Wenn nicht, dann wird es, glaube ich, ziemlich ungemütlich in dieser Woche, aber ansonsten bisher hat Nvidia das eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Konjunkturell wird es oder makroökonomisch wird es etwas ruhiger werden in dieser Woche. Morgen gibt es die Produzentenpreise in Deutschland und dann stehen am Donnerstag noch ein paar Einkaufsmanager-Indizes an vom verarbeitenden Gewerbe, sowohl in den USA als auch Eurozone und auch Deutschland. Auch da wird sich nochmal zeigen, ob denn in den USA die Konjunktureintrübung tatsächlich weitergeht oder ob sich das auch schon wieder in Wohlgefallen auflöst. Und damit kommen wir zur Geldidee in dieser Woche und weil ja heute Feiertag ist, mutmaßlich das Wetter gar nicht so toll sein soll, dann ist euch auch bestimmt langweilig. Deswegen haben wir wieder mal für euch das Bloomberg Terminal zum Rauchen gebracht und euch eine Tabelle zum Number Crunchen zusammengestellt. Wir wollen natürlich ja immer mal ein paar Aktien noch finden, abseits der üblichen Standardwerte, die idealerweise natürlich etwas günstiger bewertet sind, gleichzeitig aber auch keine Rohrkrepierer sind. Das heißt, es sollte auch schon ein wenig Momentum da sein, denn sonst sind wir eben bei diesen ganzen zurückgebliebenen Aktien, die im Moment einfach keiner haben will und dann braucht man da auch nicht weiter rein investieren. Deswegen haben wir uns mal vorgenommen, die großen Indizes, S&P 500, den Stocks 600, Nasdaq und natürlich die ganzen deutschen Klassiker, DAX, TechDAX, SDAX, war es ja richtig? Jawohl. So, wir haben als Kriterium uns mal natürlich hergelegt, weil wir ja, wie gesagt, günstige Werte haben wollen, sowohl was das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kursumsatz und auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis betrifft, sollten die Werte alle bei maximal 75% des 5-Jahres-Durchschnitts im Moment liegen, also eben auch unter dem langjährigen Durchschnitt derzeit bewertet sein. Und natürlich auf der anderen Seite, ich habe es gesagt, sollen ja keine absoluten Rohrkrepierer und Verrecker sein, haben wir nochmal als Filterkriterium mit reingenommen, dass die Aktien in den vergangenen 4 Wochen mal mindestens um 5% gestiegen sein müssen. Das heißt, die liegen da nicht irgendwie auf irgendeinem 52-Wochen-Tief, von wo sie auch keiner mehr haben möchte. So, was haben wir noch an Einschränkungen? Ein bisschen ein Kurspotenzial nach oben sollte im Durchschnitt der Analysten Kursziele natürlich auch gegeben sein, mal mindestens 10-15%, sonst macht es ja alles keinen Spaß. So, und aus diesen ganzen Kriterien bleiben gar nicht so wahnsinnig viele Werte übrig, nämlich 78 an der Zahl in diesem gesamten Universum. Und da schauen wir mal ganz kurz drauf. So, und da haben wir uns natürlich so ein bisschen auch ein kleines Ranking zusammengebastelt oder beziehungsweise auch die Kategorien mal so ein bisschen durchgerankt, was eben KGV, Kurs Cashflow und Kursumsatz und so weiter angeht und natürlich auch so ein Gesamtrang. Einfach mal nur rein aus den Zahlen. Ganz oben, ganz vorne dabei, PDD Holding ist die Muttergesellschaft von Temu. Jeder, der Instagram hat, ist schon maximal genervt davon und weiß, was da so kommt. Ansonsten sind da durchaus 1, 2 Namen dabei, die man kennt. Auch Aixtron ist da vorne mit dabei. Immer auch so ein Laden, immer mal wieder gehypt und immer mal wieder leider auch enttäuscht. Intep, Insulet ist auch vorne dabei, Valaris, CrowdStrike, kennt man natürlich auch ganz gut. Dann auch witzigerweise eine Versicherung, Goods Head Insurance aus den USA. Ganz interessant. Man muss immer allerdings natürlich, und deswegen haben wir euch die Tabelle auch wie immer zum Download in
der Beschreibung zur Verfügung gestellt. Geht da mal gerne ein bisschen durch, weil man muss natürlich auch in die Details schauen. Zum Beispiel ist manch ein Unternehmen natürlich gut beim KGV unterwegs, weil es halt vor 2 Jahren miese gemacht hat, also gar kein KGV gab oder irgendwie aus Bewertungszonen kommt, die jenseits von Gut und Böse waren und so. Das sollte man ein wenig für sich dann noch ausfiltern. Da geht es dann eben noch mal ein bisschen über das klassische Number Crunchen hinaus. Aber ich denke, sind schon ein paar spannende Sachen dabei. Und ich glaube, die Auswertung ist schon eine, mit der man sehr viel machen kann und sich einiges an Inspiration abholen kann. Also, dann habt ihr heute am Feiertag was zu tun und euch wird nicht langweilig. So, das soll es von uns für heute gewesen sein. Die Mission Money, Matze hier hinter der Kamera und ich sagen wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen und die Treue. Am Mittwoch kommt ein recht spannendes Gespräch, das ich euch ans Herz legen möchte mit Helen Windisch-Bauer, Multi-Asset-Portfolio-Strategin bei Amundi. Wir haben ziemlich viel natürlich und sehr detailliert darüber gesprochen, was im Moment so läuft und nicht läuft an den Märkten, in welchen Sektoren sie wie auch gewichtet sind und auch assetklassenmäßig. Das war ziemlich detailliert und in der Tiefe. Ist wirklich ein richtig gutes Gespräch geworden. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Das kommt am Mittwoch. Ansonsten bin ich die Woche mal im Urlaub, aber wir sehen uns selbstverständlich am kommenden Montag wieder zum Mission Monday. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.